Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eigentlich wollte ich heute mit dieser Flex und der Schleifscheibe mal wieder im Pool alles glatt schleifen, was ich jetzt vorher mit der Stemmmaschine bearbeitet habe. Allerdings hat es die ganze Nacht geregnet und es ist alles nass. Deswegen macht das leider gar keinen Sinn. Und ich muss es jetzt auf einen Tag vertagen, wo es nicht regnet. Also vielleicht morgen. Ne, morgen ist Sonntag, also Montag. Aber stattdessen machen wir jetzt das hier. Was machen wir da? Ihr erinnert euch vielleicht, dass da an der Wand war. Diese Wand, die war total vergammelt und es war alles undicht da unten. Deswegen habe ich jetzt hier neues Ständerwerk geholt, neue Dämmwolle. Wir werden das Ganze neu machen. Und damit fangen wir jetzt an, dass wir hier diese Profile erstmal auf Länge schneiden und da unten und oben fixieren. Und dann können wir da unser Ständerwerk hochkant wieder reinstellen. Wie lang das Stück, was hier unten reinkommt, lang sein muss, das steht hier zum Glück schon auf der Wand. Das habe ich schon mal ausgemessen. 3,93 Meter. Also nein, jetzt 3,93 Meter. Da kommt jetzt wieder hier unser Entkopplungsband drauf. Der Boden da unten ist ein bisschen uneben, weil es ja auch noch hier die alte Betonplatte ist. Und die ist natürlich niemals perfekt gegossen. Deswegen klebe ich jetzt hier drauf. Das hier ist zwar das 70er Band, das 75er Band für die 75er Profile, aber dadurch, dass ich hier nur eine 50er Wand habe, klebe ich das drauf. Aber ich habe den Platz da unten, deswegen mache ich das jetzt einfach hier und habe jetzt nicht nochmal extra einen 50er gekauft. So, und jetzt schmeiße ich das Ding hier hinten rein. So. Nice, oder? Einfach weg. Und jetzt heißt es den Spaß am Boden wieder verschrauben. Da kommen jetzt wieder hier unsere 8er Schlagdübel ins Spiel. So tief bin ich drin, das sollte eigentlich reichen. Dann nehmen wir jetzt hier den Schlagdübel, drücken ihn da rein und hämmern ihn fest. Okay, vielleicht war es nicht ich sollte mir vielleicht auch mal einen Hammer mit einem längeren Stiel holen, dass ich mal da reinkomme. Auf der Seite hier gehe ich ja ein bisschen anders vor, weil ich ja auf der Seite hier das Ganze auf den Estrich schraube. Da drüben habe ich es ja auf die Betonplatte geschraubt, aber hier schraube ich es eben auf den Estrich. Da hatten wir ja zugefüllt, damit wir hier ein leichteres Arbeiten haben quasi. Denkst du, das hier fliegt oder was? Ist das denn Spielzeug jetzt? Dieser Keil, den ich benutzt habe, um die Fußbodenheizungsrohre zu fixen. Einfach ein Vogel. Ne, das zeichne ich mir jetzt hier an, auf welcher Länge ich das brauche. Ich habe ja jetzt hier 2 Stellen, wo Kabel hochkommen. Die werde ich mir jetzt hier dreieckig ausklinken, damit ich ganz hier an die Wand kann. Also ich weiß jetzt hier, dass ich hier so eine Ecke ausschneiden muss. Das gleiche hier auch wieder ruhig ein bisschen größer machen. Hauptsache ihr habt dann wirklich Platz dafür. Das Ganze sieht dann so aus, also wirklich einfach ausgeklinkt. Und jetzt schraube ich das Ganze hier auch mal wieder fest. Jetzt brauche ich natürlich hier oben auch noch eine Schiene. Hier oben kann ich das aber nicht bündig reinmachen. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Balken, wo ich das überall festschrauben kann. Und die markiere ich mir jetzt hier einmal, damit ich weiß, wo ich meine Schrauben setze. Ja, und hinten ist keiner mehr. Nö, das war's. Dann nehmen wir jetzt natürlich noch andere Schrauben, als wir jetzt unten genommen haben. Ah, fast. Geht schon mal. Da ist ja auch im Endeffekt keine große Belastung dran. Es geht ja wirklich einfach nur darum, unser Ständerwerk gerade zu halten. Zack! Ich habe schon wieder zack gesagt. Ich habe gestern Abend Episode 22 geschnitten und dann habe ich auch schon gesagt, dass ich die ganze Zeit zack in den Videos sage. Ist ja auch so. Zack! Drinne. Zack! Also hier oben könnt ihr jetzt sehen, dass da ein bisschen Malheur ist. Hier hinten habe ich gerade ein bisschen Bauschaum reingemacht. Schiebe ich mal wieder weg. Und zwar ist hier das Malheur, dass hier dieses Kabel langgelegt ist. Und das ist insofern ein bisschen blöd, dass ich ja jetzt nicht hier drauf schrauben kann, weil sonst mein Profil schräg ist. Dann habe ich überlegt, dieses Kabel abzumachen und einfach hier oben reinzustopfen, damit ich eben oben einfach ganz dran schrauben kann. Oder ich baue mir jetzt einen Abstandshalter, damit ich mein Profil einfach ein bisschen weiter unten mache. Aber ich glaube, am sinnvollsten wäre es tatsächlich, wenn ich aber das Kabel hier abreiße jetzt. Zack, so, zack, da war es wieder. Und das einfach hier oben in der Decke versinken lasse. Weil dann passt auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier noch meine Kabelstellen rausmache, dann passt mein Profil da auf jeden Fall hin. Und ich denke, das ist der way to go. Also oben und unten haben wir jetzt überall. Und jetzt kommen wir zu den Ständern. Also das Hochkant, das Vertikale. Und die schneiden wir erstmal jetzt so. Ich habe da jetzt 2 zusammengeschnitten, einfach damit ich eine einmal schneiden kann quasi. Tada, ich habe 2. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob die mir reinpassen. Ja, passt schon mal. Und hier sieht auch gar nicht schlecht aus. Krass, Alter. Wer hätte das gedacht? Ich hab's ja nur auf Maß zugeschnitten. So, und davon brauche ich jetzt halt noch ein paar mehr. Ich habe hier überall die Linie drin. Da muss man jetzt auch wieder drauf achten. Also ich habe überall die Linie drin, was laber ich? Also ich habe überall angezeichnet, wo ein Pfosten hin muss.
Und das sieht ja schon ganz gut aus. Den hier, den kann ich ja natürlich auch noch mit der Tür verschrauben hier. Dann habe ich da auch nochmal Festigkeit. Aber vielleicht ist es auch nicht so schlau, das mit der Tür zu verschrauben. Dass wenn man irgendwann mal hier was ändern sollte, dass man dann auch die Wand da aufreißen muss. Aber man kommt dann ja immer noch da mit der Säbelsäge rein oder so. Also ich denke, das ist okay und ich kann das einfach damit festschrauben. Jetzt schneide ich noch die anderen hier zu schnell. Wir haben ja jetzt hier sogar zwei Maße, auf die wir achten müssen. Einmal haben wir die Rigipsplatten, die hier drauf müssen. Und zum anderen haben wir aber auch unsere Dämmwollplatten, die ja auch hier rein müssen. Also vielleicht, jetzt habe ich gerade überlegt, eigentlich wollte ich die Platten hochkant machen. Aber vielleicht macht es mehr Sinn, die Platten links zu machen. Dann hatten die Platten nämlich 2 Meter und dann komme ich auch mit meinen 50 Meter breiten Dämmwollstreifen hin. Das macht wahrscheinlich in dem Fall dann hier mehr Sinn, das damit zu machen. So, und hier ist der letzte. Diese Wand. Tada! Jetzt haben wir hier schon mal auf der ganzen Wand unser Ständerwerk. Und der Spaß geht natürlich auf der Wand hier direkt weiter. So, ich bin jetzt gerade dabei, hier diese Wand weiter zu verkleiden, das, wie wir es schon angefangen haben quasi. Ich habe jetzt hier 6 cm Wolle, das ist diese Ursa Geo Wolle, die ist ganz nice zu verarbeiten. Hier auf der einen Seite relativ hart, auf der anderen Seite recht soft. Und ja, da habe ich schon 2 Stück vollgestopft, wie ihr sehen könnt. Und jetzt bin ich gerade dabei, hier meinen ganzen Verschnitt reinzustecken. Und ich habe da sogar noch welche von unserem Haus übrig, die werde ich jetzt gleich mal holen gehen. Und dann können wir mal gucken, wie viel ich überhaupt noch davon brauche. Ich mag aber generell arbeiten mit Wolle überhaupt nicht. Es macht gar keinen Spaß. Immer diese Fasern überall, richtig ekelhaft. Jetzt habe ich meine Rigipsplatten bis in die Ecke gemacht, aber weil ich hier auch noch eine Platte drauf muss ich mir hier jetzt auch noch ein Profil hinschrauben. Und dieses Profil schraube ich mir an mein anderes Profil, aber durch mein Rigips durch. Das heißt, ich bohre jetzt durch dieses Profil, durch das Rigips und drücke damit dann mein Profil wieder da in die Ecke. Dafür brauche ich natürlich auch längere Schrauben, als die ich wieder eben benutzt habe. Das kennt ihr ja schon aus meinen vorherigen Videos. Und das ist einfach geil, das hält so gut. Also für Ecken ist das einfach die beste Art und Weise, das zu machen. Weil ihr seht, das ist bombenfest. 2 Schrauben allein schon. Das Holzgestell hier habe ich übrigens gelassen, damit ich das nicht nachbauen muss mit dieser dummen Rundung hier. Deswegen ist das geblieben und ich gehe jetzt mit meiner Platte auch hier auf Metall und hier auf Holz. Ob ich das heute noch mache, weiß ich nicht so genau. Ist wieder relativ spät jetzt. Um jetzt diesen Radius hier von dem Fenster eben auf meinen Rigips übertragen zu können, habe ich mir jetzt eben ein Tool gebaut. Das Tool sieht so aus, dass es auf einem Ende eine Schraube hat und auf der anderen Seite ein Loch. Mit der Schraube habe ich jetzt hier in meinen Rigips reingesteckt und habe mir angezeichnet, wo ich halt hin will. Und hier kann ich jetzt meinen Radius ziehen. Zack, da war es wieder mein Zack. Da muss ich lang schneiden. Und es sieht gar nicht schlecht aus, oder? So einfach. Ich schneide es mal aus und dann werden wir sehen, ob es gut war oder nicht. Unendlich gespannt. Ich halte das erstmal rein. Ich habe ja noch keine Dämmung oder irgendwas drin. Na, das ist natürlich schwierig hier. Wegen diesen. Das ist scheiße. Hier unten ist, ja, ich schneide es wahrscheinlich hier auf der Höhe ab und schiebe das andere dann andersrum rein. Weil das Problem ist nämlich, dass hier die Fensterbank ist. Ich halte es einfach hier hin. Das sieht gar nicht schlecht aus. Könnte passen. Ich muss mir das jetzt mal hier erstmal kurz abschneiden, damit ich das wirklich in einem Stück reinhalten kann. So, neuer Versuch. Ich habe es eingekürzt. Jetzt müssen wir hier oben rein. Alter Walter, ich habe es ein bisschen vermessen, aber es passt ziemlich gut. Also hier muss noch ein bisschen was weg. Hier ist in dem Bereich. Ja, genau so viel nicht. Ja, aber hier nochmal 5 mm, dann passt es. Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut aufs erste Mal passt. Naja, kann ja mal was funktionieren, ne? Könnte sogar sein, dass es jetzt nur ein Fehler von mir vom Schneiden war, dass ich da zu eng geschnitten habe oder so. Also ich denke, das mit meinem Tool hat funktioniert. Oder es ist kein perfekter Radius. Ist es wirklich nicht. Naja, egal. Wir passen uns an. So, das ist der Spaß. Schön isoliert. Hier ein bisschen fehlt noch was, aber das kann ich gleich noch reinstopfen. Und es passt richtig geil hier rein. So muss es sein. So soll es aussehen. Das gefällt mir. Jetzt fühle ich mich hier wie so ein... wie auf Instagram. Die immer irgendwelche krassen Sachen machen. Es gibt auch immer so Polen oder Russen oder so, die dann so kranke Sachen aus Rigips immer basteln. Und man fragt sich mal, wie geht das? Naja, so geht es ungefähr.
Rundungen sind schon strange. Neuer Tag, ihr seht, es ist wieder hell. Ich habe ja diese Ecke als letztes gestern gemacht. Und jetzt muss ich als nächstes eben diese Steckdosen auseinanderbauen, damit ich diese Dosen, die man ja nur von vorne einsetzen kann in eine Rigipswand, damit ich die dann von vorne wieder einsetzen kann. Dazu habe ich jetzt, wie von euch in einem der letzten Videos gefordert, in den Kommentaren, die Sicherung rausgemacht. War voll der Akt, aber okay. Nee, Spaß. Das war jetzt tatsächlich meine Sicherung, wo man einfach drücken konnte. Die anderen muss man immer rausschrauben und gucken, welche ist. Da ist auch nichts beschriftet, das ist total behindert. Aber der Elektriker ist konsultiert, dass er das tauscht. Neuer Zählerkasten, neuer Zähler, das kommt alles neu. So, das heißt, ich werde jetzt erstmal alles auseinandernehmen. Das ist nämlich ganz interessant gemacht. Alle Steckdosen, die hier drin sind, hängen alle an diesem einen Kabel. Das heißt, ich kann jetzt einfach das abmachen und den Rest hier auch. Und dann können wir das hier verkleiden. Also diese Dosen, die sind zwar alt, aber deswegen nicht kaputt. Ihr seht hier dieses Ding, was sich hier so nach vorne gezogen hat. Wenn ich das Ganze jetzt einfach rückwärts fahren lasse, dann schiebt sich das wieder nach hinten. Theoretisch. Es sei denn, es ist schon so alt. Ne, es geht. Jetzt seht ihr, dass sich das Ding nach hinten bewegt. Okay, das hat vielleicht ein bisschen überdreht jemand. Vielleicht sollte ich das Ding doch nicht mehr unbedingt verwenden. Muss mal gucken, wie viel ich davon noch rumfliegen habe. Da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Naja, auf jeden Fall so könnt ihr die theoretisch resetten. Aber dann die eine Schraube hier hat jemand halt dezent überdreht. Und deswegen ist es wahrscheinlich kaputt. Und dann fällt es hier am Anfang wieder in diese Position. Und dann könnt ihr es einfach hier wieder ein bisschen anziehen. Und dann könnt ihr es genauso wieder als neue Dose verwenden. Ich schmeiß zum Glück immer nicht meinen Rest Rigips weg. Deswegen habe ich jetzt hier noch das hier von der Küche übrig. Und das werde ich jetzt hier unten mit einbauen. Das ist eine ganz coole Sache. Ich kann das jetzt einfach alles anzeichnen oder beziehungsweise ausmessen. Dann zeichne ich mir meine beiden Dosen wieder an auf die Höhe, wo sie sein müssen. Und dann habe ich mir ja dieses Ding hier 3D gedruckt. Das so sieht es schöner aus. Damit kann ich jetzt wieder meinen Dosenabstand messen und kann dann direkt meine Dosen da einsetzen und habe schon alles auf das perfekte Maß wieder. Diese Datei habe ich von Thingiverse. Ich kann euch den Link davon wieder in die Beschreibung packen. Ich hatte euch ja von der Feuchtigkeit in der Wand erzählt. Und ich meine, guckt euch mal das hier an. Das kann ich hier, dieser Halter, der eigentlich das Ganze in dem Rigips halten soll, ist komplett verrostet und auf der Seite vom Rost sogar abgebrochen. Den werde ich wohl nicht nochmal verwenden. Aber da seht ihr, wie problematisch eben dieses Wasserproblem hier war. Oder wie übel, wie allgegenwärtig, weil das war ja komplett vergammelt hier. Da werde ich jetzt wohl einen neuen einbauen, weil das hier werde ich nicht nochmal verwenden. So, also ich habe jetzt schon einiges geschafft mit dem Strom hier. Das war das absolute Horrorszenario. Jetzt muss ich hier nochmal einmal diesen Radius ausschneiden. Da habe ich aber keine Zeit mehr. Ich muss jetzt nämlich in die Uni. Ich mache dann nachher. Für morgen habe ich 2 Tonnen Jura-Kies bestellt. Wir haben nämlich so Wabenplatten, die sollen da hinten in den Garten. Im Garten haben wir jetzt schon lange nichts mehr gemacht. Aber dadurch, dass es echt viel regnet, haben wir immer viel Wasser da oben, weil der ganze Boden hier jetzt echt verdichtet ist. Das steht immer da hinten. Jetzt haben wir so Wabenplatten, die werden da hinten eingebracht. Und das machen wir dann morgen vermutlich. Aber das hier mache ich wahrscheinlich heute Abend noch fertig. Aber Dämmung ist alles drin. Ich habe schon wieder alles in den Hänger geladen, was ich nicht brauche, was ich zurückgeben kann. Und dann gehe ich jetzt in die Uni und bringe den Kies mit. Nicht aus der Uni, vom Baustoffhändler. So, es ist schon wieder relativ spät. Ich habe aber diese Tonne Zierkies abgeholt. War in der Uni. Habe festgestellt, dass ich am falschen Tag in der Uni war. Deswegen bin ich sofort wieder gegangen. War dann tatsächlich mal wieder trainieren nach 2 Jahren und jetzt 1,5 Häuser renovieren. Bin ich das erste Mal wieder trainieren. Das war ziemlich geil. Ich habe mir noch neue Handschuhe geholt hier. Und ich wollte es gerade wieder anziehen. Und da habe ich festgestellt, dass hier mal wieder eine Bedienungsanleitung für den Handschuh dabei ist. Da bin ich sehr dankbar. Werde ich mir natürlich krass durchlesen. Wahrscheinlich. So, also den ganzen nervigen Kram mit der Rundung habe ich geschafft. Jetzt habe ich hier gerade dieses Draufblech drauf gemacht. Also das, was hier den Kopfteil macht. Das hier, das ist ein bisschen zurückgesetzt, damit man dann hier eine ganze Fläche drauf spachteln kann. Das ist absichtlich so. So, und ich habe euch das ja im Bad schon mal gezeigt, wie das eigentlich funktionieren soll. Also ich habe mir hier jetzt das überstehen lassen. Jetzt reiße ich das von hier aus nochmal so an. 2, 3 Mal. So, und jetzt knicke ich selber ab. Zack. Und hat eine richtig schöne... Zack. Hat eine richtig schöne Kante. Und das kann ich jetzt hier noch ein bisschen glätten. Aber an sich seht ihr hier, ist richtig ordentlich. Und da kann ich dann hier meinen kleinen Putzwinkel drauf machen. Und der baut dann auch so weit auf, dass ich hier eine schöne gerade Fläche drauf spachteln kann. Und das Ganze mache ich jetzt hier unten auch nochmal einfach. Und schneide dann wieder den Überschuss ab. Und dann bin ich mit diesem Rigipsgedöns hier tatsächlich fertig. Und muss das dann nur noch spachteln. Das muss auch nicht so mega ordentlich sein. Also so Q1, Q2 reicht, weil ja dann sowieso Tapete drüber kommt. Was ich auch gemacht habe, ist hier eben die Decke, die Außenprofile hingemacht. Hier war ja die Problematik, dass ich hier nicht bohren kann, weil hier der Kasten ist. Und hier die Kabel laufen und da die Kabel laufen. Deswegen habe ich einfach die anderen 3 Seiten gebohrt und festgeschraubt, Schlagdübeln. Und die Seite habe ich einfach hier wieder mit roter Bond gegen den Kasten geklebt. Und damit aber eben hier nicht so viel Last drauf ist, ich meine, es ist sowieso eine kleine Decke, da ist nicht so viel Last drauf. Deswegen mache ich mir hier erst auch einen Deckenhalter hin. Und dann ist das alles auf der sicheren Seite. Easy peasy. Tag für Sie, neuer Tag. Ich war ja gestern auf der Euroblech in Hannover, das war ganz geil. Aber da habe ich natürlich nichts am Haus geschafft. Ich mache jetzt heute hier drinnen weiter und zwar werde ich dieses Jahr alles verputzen, damit man dann hier diese Ditra-Matte, die übrigens auch geliefert wurde. Die sieht so aus, ist eine Entkopplungsmatte und die wird hier
hingeklebt und ich würde das gerne relativ zeitnah machen. Deswegen muss ich die Wand vorher spachteln, weil alles, was ich jetzt an Dreck vorher gemacht habe, fällt dann eben nicht mehr hier in diese Nischen von der Ditra-Matte oder eben auf meine Fliesen, wenn die gelegt sind. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal alles grob verputzen. Hier kommen ja sowieso wieder Tapeten drauf, deswegen muss nicht unendlich sauber sein. Also nicht unendlich sauber verarbeitet sein, aber so Q2 oder so wollen wir schon haben. Deswegen könnt ihr mir jetzt erstmal eine Zeit dafür zugucken, wie ich hier verspachtle. Ich habe hier schon diese Armierungsstreifen reingeklebt. Da bevorzuge ich immer die selbstklebenden und nicht die aus Fiberglas, weil die aus Fiberglas machen immer keinen Spaß. Die aus Fiberglas, die mache ich dabei mal hier drauf, damit hier auch kein Riss entsteht. Also in die Vertiefungen, die schon von Rigips oder von Knauf oder je nachdem von welcher Platte, von welcher Marke ihr eure Platte habt, vorgegeben sind, da mache ich immer dieses Gewebe rein. Ich habe jetzt eben die ganze Zeit noch im Pool weiter geschliffen und habe jetzt wirklich alle 4 Seiten komplett runtergeschliffen, habe dafür 4 Schleifscheiben gebraucht. Die sehen alle nicht mehr so aus, sondern die haben wirklich nichts mehr drauf. Ist wahrscheinlich ein bisschen zu hell, dass ihr das sehen könnt. Aber genau, ich habe sie wirklich komplett bis aufs Metall runtergeschliffen. Und jetzt grundiere ich hier gerade den Boden im Wintergarten, nachdem ich das hier vorhin alles fertig gespachtelt habe einmal, dass ich hier dann die Ditra-Matte kleben kann. Es ging mir jetzt einfach darum, dass einmal diese grobe Schicht Rigips aufgetragen ist, weil jetzt werde ich keine großen Mengen Gips mehr hier verbrauchen müssen. Das heißt, ich kann mir das dann einfach abkleben, wenn dann am Ende die Fliesen hier drauf sind. Weil hier im Wintergarten ist tatsächlich gar nicht mehr allzu viel zu tun. Es sind noch ein paar Stellen an der Wand zu spachteln, dann ist das, wo Tapete ist. Das muss neu gestrichen werden, das lassen wir einfach so. Und hier auf das Rigips kommt dann auch einfach Tapete oben drauf. Deswegen können wir hier schon bald mit den Fliesen weitermachen, was ziemlich cool ist, weil wir haben jetzt festgestellt, dass unser Fliesenleger statt 22 € den Quadratmeter jetzt 30 € den Quadratmeter haben will. Und deswegen werde ich jetzt auch Fliesen lernen und werde es auch selbst machen. Das heißt, ich habe noch mehr Arbeit, als ich erwartet hätte, was schade ist, aber gut ist so. Aber das Geld können wir uns sparen, weil der Pool wird richtig viel Kohle kosten, diese Fliese in diesem 12×24 Format. Unser Baustoffhändler, der gibt sich wirklich viel Mühe, die zu bekommen und ich gucke auch die ganze Zeit schon, ob ich irgendwie GFK oder so reinmachen kann, aber wir werden sehen, wenn es damit weitergeht. Der nächste Schritt da drin ist jetzt auch zu grundieren. Ich werde mir am Montag eine Fräse holen, um den ganzen Boden abzuschleifen einmal. Aber dazu auch mehr dann. Ich werde das mal hier weiter grundieren. Da habe ich witzigerweise bei Kleinanzeigen was gefunden, da hat einer einen Restposten Grundierung abzugeben und da habe ich jetzt für einen Kanister Rodierung, der normalerweise 25 € kostet, der ganze Kanister, habe ich jetzt 3 € bezahlt. Und da habe ich natürlich erstmal zugeschlagen, habe mir einige Kanister geholt. Das ist schon ein guter Preis. Da sage ich nicht nein. Also wie ihr sehen könnt, ist das Video leider wieder nicht so lang geworden, wie es eigentlich werden sollte. Aber das ist jetzt wirklich ein geschlossenes Ding gewesen wieder. Und jetzt habt ihr gesehen, wie ich eben diese Wand gebaut habe. Und im nächsten Video geht es darum, wie wir diese Ditra-Matte verlegen. Das heißt, da könnt ihr schon sehr gespannt sein. Und wir bauen uns tatsächlich noch ein Gerät dafür, um die gut verlegen zu können. Also werden wir uns dann in diesem Video wiedersehen mit dem Thema Ditra-Matte. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ihr auch die nächsten Videos schaut. Ciao.